Also wir fangen jetzt einfach mal an. Viel Spaß mit dem Video. Ich freue mich voll. Ich habe richtig Lust zu malen. Das sind immer gute Voraussetzungen. Ich will heute mit den Händen malen. Also das ist heute das Thema und dann will ich hier nicht nur gute Laune versprühen, sondern auch Wasser, das brauchen wir gerade, für einen besseren Einstieg einfach. Ja, gute Laune und Powerfarben, das ist, glaube ich, eine gute Kombi. Wir starten hier erstmal mit ein bisschen Orange. Das wollte ich hier nochmal testen. Und ja, läuft jetzt gar nicht so. Deswegen nehme ich einfach nochmal Pink dazu. Verstreiche das jetzt hier. Ja, auch wenn ich mit den Händen malen will, ich verstreiche jetzt erstmal die Farbe aus dem Pinsel raus, weil einfach auch so viel Farbe hier im Pinsel drin ist. Ah nee, komm her. Hier kann auch noch ein bisschen Pink hin, außerdem ist da immer noch so viel drin. Raus mit der Energie hier, rauf auf die Leinwand. Ja, es sind ja immer auch Emotionen. Jetzt kann ich hier schön mit den Händen auch arbeiten. Und ich verbinde hier jetzt die Farbtöne miteinander auf der Leinwand. Die Spuren hier von den Händen, die sind doch toll. Also die sehen doch super aus. Meine Hand auch. Und Werkzeug kann man dann allerdings mal schnell wechseln. Die Hand ist jetzt eingesaut, also voller Farbe einfach. Und da müssen wir die dann halt abwischen. Ja, das sieht doch schon so gut aus. Könnte auch schon so bleiben. Aber ich will ja noch weiter Spaß haben. Noch immer locker bleiben beim Malen, einfach weitermachen, gar nicht so doll den Kopf anstrengen. Ist auch manchmal nicht einfach, ich weiß. Hat auch wieder was hier, sieht auch gut aus. Ja, bei dem schönen Rotton muss ich auf jeden Fall hier mein Werkzeug, meine Hand sauber machen. Wow, was für Knaller. Also das weckt doch hier echt die Lebensgeister. Das brauchen wir. Richtige Knallerfarben. Hier kann ich auch schön die Farben wieder miteinander verbinden. Ich sage das, weil ich so eine schöne Bewertung bekommen habe für den Grundkurs. Und ich habe mich total gefreut und dann habe ich gleich hier an euch gedacht. Also vielen, vielen Dank einmal an dieser Stelle. Es macht echt Spaß, mit den Händen so zu malen und ja, hier auch ein paar Tropfen einfach raufbringen. Es eignet sich doch ganz gut hier die Hand, aber ich muss die immer wieder auch zwischendurch sauber machen. Sieht auch gut aus hier, der Wurf war gut, der Klatscher da war richtig gut, also sieht auch schön aus, finde ich. Mal sehen, ob ich den noch verstreiche gleich, weiß ich auch gar nicht. So, jetzt können wir noch ein bisschen rosa und direkt aufs Werkzeug drauf geben. Also hier einfach ein bisschen verteilen über die Hand.
so ein schönes Gelb, da kann ich jetzt nicht mit meinen Fingern rein, das geht gar nicht. Da muss ich auf jeden Fall hier die Finger sauber machen, sonst sind sie ja gleich, sonst ist die Farbe gleich versaut. Nee, ich nehme, glaube ich, lieber den Pinsel jetzt. Das ist mir jetzt sicherer, sonst kriege ich den Farbton ja nicht so leuchtend drauf. Ein paar mehr Finger hier wären jetzt nicht schlecht. Aber so ist toll. Ja, so geht das. Ja, gerade hier sieht man ja, was für eine Power Farben haben. Die Farben umgeben uns ja tagtäglich und wir nehmen sie sonst gar nicht so wahr. Und die beeinflussen uns natürlich auch immer. Und hier kann man sie mal auf die Leinwand schmeißen. Der Farbton ist so schön, den nehme ich noch mal ein bisschen kräftiger. Bisschen weiß. Dann nehme ich jetzt auch lieber erstmal kurz den Pinsel, verteile das hier. Du kannst sowieso alles komplett so machen mit dem Pinsel. Aber mit der Hand geht es jetzt doch besser. Da muss man einfach kurz entscheiden und die Hand halt auch einfach mal abwaschen, richtig. So, ich glaube, das sprengt einfach jede negative Emotion. Das sollte auch helfen gegen all das, was so um uns herum passiert. Kein Schwarz, kein Grau, kein Schlamm, keine meiner anderen Lieblingsfarben. Einfach die reine Power der Orange- und Gelb- und Rottöne. Also es hat viel, viel Spaß gemacht. Ja, wie die Sonne draußen, die lacht hier auch so rein und ja, ich finde, das motiviert eh immer mehr oder man ist besser drauf, wenn die Sonne scheint. Aber man kann es natürlich auch ein bisschen dezenter machen, so wie hier oder da hinten haben wir auch ein paar rosa Töne drin oder vom letzten Mal.
Ich gucke mal, zu Rosa war ja noch was offen, da dachte ich, vielleicht schreibe ich noch mal was zu Rosa. Hier ist ein bisschen Kupfer mit drin, auch sehr, sehr schön. So, ich habe gerade Pinsel sauber und man braucht ja doch Pinsel, also auch wenn man mit der Hand malt. Und ja, ich bin richtig guter Dinge, werde jetzt rausgehen, mir einen Kaffee kochen und an euch denken. Und ich hoffe, ihr greift jetzt auch alle zu euren Farben. Habt einen ganz schönen Sonntag. Tschüss! Ja, das war ein powervolles Malen. Ich habe ja, viel Lust gehabt zum Malen. Es waren beste Voraussetzungen zum Malen. Und da greife ich dann auch gerne mal, ja auch inspiriert aus der Natur, zu diesen knalligen Farben. Und es hat einfach Spaß gemacht. Ich habe eine Menge reingegeben, hole gleichzeitig eine Menge wieder raus, weil die Farben ja einfach auch was mit uns machen. Also die machen was mit unserer Stimmung und noch viel, viel mehr. Und das ist immer toll, das auch direkt ja, zu erkennen. Das ist auch Thema des Grundkurses, also wirklich sich mit den Farbtönen auseinanderzusetzen und sich auch wirklich die Zeit dafür zu nehmen. Da kann ich auch nochmal auf das Thema Rosa von letzter Woche zurückkommen, was oft so abwertend oder weniger ernst wahrgenommen wird. Und das ist quasi ja auch aus unserem kulturellen Kontext heraus. Also es ist immer so klischeebehaftet mit Weiblichkeit, Zärtlichkeit, Unreife wird es assoziiert. Und das kann eben dazu führen, dass es nicht die gleiche Wertschätzung erhält wie andere kräftige Farben. Und ich habe aber beobachtet, dass Rosa in den letzten Jahren auch so eine Art Renaissance erlebt hat. Also wir nehmen zunehmend auch designtechnisch und auch in kulturellen Kontexten einfach Rosa auch wieder neu auf oder interpretieren das einfach neu. Ja, also Dankeschön fürs Zuhören an dieser Stelle. Danke für euren Kommentar. Ich habe es gelesen, deswegen gehe ich jetzt nochmal auf Rosa ein. Also habe ich mich total drüber gefreut. Also Dankeschön dafür, danke fürs Liken, danke fürs Abo und ja, schön, dass du hier bist. Mach's gut. Tschüss.